Wo ist was? Das zeige ich euch heute beim Jaguar X308 und was ihr von ihm im Alltag erwarten könnt. Wir fangen mal direkt an mit dem ersten, was man in die Hand nimmt, und zwar der Schlüssel. Hieran kann man schon erkennen, dass das ein Facelift-Modell ist, weil das ist schon der neue Schlüssel. Den alten Schlüssel kann ich euch mal parallel dazu zeigen. Das hier wäre jetzt beispielsweise der erste Schlüssel. So könnt ihr den erkennen, so sieht er aus. Und ich zeige euch einmal, was ihr damit alles machen könnt. Einmal haben wir die Funkfernbedienung. Damit können wir den Motor starten oder eben auch die Türen mechanisch entriegeln. Sollte die Funkfernbedienung einmal nicht funktionieren, können wir das Auto selbstverständlich auch mit dem mechanischen Schlüssel aufschließen. Allerdings bei angeschlossener Batterie wird uns dann die Alarmanlage warnen mit einem Ton von innen, dass wir innerhalb von 30 Sekunden den Schlüssel ins Zündschloss tun müssen, weil ansonsten die Alarmanlage scharf schaltet. Beim ersten Einsteigen also einmal den Schlüssel rein, Zündung. Und dann haben wir hier unsere Möglichkeiten der Sitzverstellung. Damit können wir einmal die Sitzfläche verstellen und hiermit können wir einmal die Sitzlehne verstellen. Wir können aber, wenn wir nach oben und nach unten drücken, ebenfalls die Kopfstütze mit verstellen. Die Taste hier ganz oben ist für die Lordose-Stütze im unteren Bereich, sofern ihr das braucht. Ihr habt auch die Möglichkeit, eure Lenksäule passend einzustellen auf eure Bedürfnisse. Dafür könnt ihr einmal hier diesen Taster verwenden und das Lenkrad euch so einstellen, wie es euch passt. Dazu könnt ihr hier einmal auf Auto schalten, von Off auf Auto, und dann fährt euch der Sitz automatisch beim Ziehen des Schlüssels aus dem Weg. Und wenn die Position euch passt, könnt ihr einmal hier über Memory und 1 eure Position speichern. Ganz wichtig, wenn der Motor läuft und ihr macht die Tür auf, geht die Zentralverriegelung auf, allerdings nicht der Kofferraum. Wenn ihr also Zugriff auf den Kofferraum braucht oder jemand anderem im Kofferraum Zugriff gewähren wollt, müsst ihr einmal auf diese Taste drücken, dann geht der Kofferraum auf. Hier haben wir einmal die Leuchtweitenverstellung, die wir in der Regel nicht brauchen, außer wir haben sehr schwere Zuladung im Kofferraum. Bei geöffneter Zentralverriegelung können wir einmal über diesen Taster den Kofferraum öffnen oder hier natürlich auch mit dem mechanischen Schlüssel, wenn so gewollt. Im Kofferraumdeckel finden wir selbstverständlich unser Warndreieck und auf der linken Seite, sofern bestellt, den CD-Wechsler mit dem Navi-Rechner. Hier unten drunter, wenn wir diese Lasche ziehen, haben wir unser Notrad. Unter der rechten Abdeckung findet sich einmal die Batterie und ein paar Sicherungen. Schließen können wir den Kofferraum einmal über diese schöne Lederlasche. Die Öffnung für die Motorhaube findet ihr hier unten. So sieht die Haube dann aus und die könnt ihr einfach hochziehen. Sie ist nicht weiter gesichert. Hier einmal in Rot markiert, was besonders wichtig ist: den Ölmessstab, den Einfüllstutzen für das Motoröl. Das wäre die Lenkung, Bremsflüssigkeit und Kühlwasser. Auf der anderen Seite finden wir dann den Einfüllstutzen für das Wischwasser. Und natürlich, wie es sich für ein Jaguar gehört, haben wir einmal hier ein kleines Fach für unser Werkzeug, das hier noch voll eingeschweißt ist. Der Tankdeckel ist entriegelt, sobald die Zentralverriegelung entriegelt ist, und lässt sich über diese Lasche einfach öffnen. Den Verschluss gegen den Uhrzeigersinn einmal drehen. Super 95 sollte es auf jeden Fall sein, weniger auf keinen Fall, mehr braucht ihr aber auch nicht. Wir empfehlen deswegen einfach Super 95 zu tanken, das reicht vollkommen aus. Wer sich hier einen langen Daimler geholt hat mit der Einzelsitzanlage, der wird besonders erfreut sein, denn die Privatjet-Lounge hier hinten ist natürlich fantastisch. Und hier haben wir einige schöne Spielzeuge. Zum Beispiel einen fantastischen Holztisch, der hier richtig noch mit schwerer Mechanik eingefasst worden ist und kein Plastik. Unter anderem haben wir hier eine sehr großzügige Ablage, die ich euch natürlich hier an der Stelle mal zeige. Und wir können unsere Sitze natürlich verstellen, damit wir hier hinten bequemer Platz nehmen können. Hier hinten können wir natürlich unsere Sitzfläche einmal nach vorne und wieder zurückfahren. Wir können uns einmal die Lordose-Stütze genau wie vorne aufblasen nach unseren Wünschen. Und natürlich gibt es auch für die Passagiere hinten Sitzheizung mit einem passenden Becherhalter, sofern benötigt. Und ganz besonders haben wir hier natürlich auch noch eine Sitzverstellung für den vorderen Sitz. Wenn wir sagen, wir brauchen etwas mehr Platz, können wir den Sitz nach vorne oder nach hinten verschieben, inklusive
der Sitzlehne. Standardmäßig bei jedem Daimler sind hier die schönen Holztische, die sich bei der Einsitzanlage natürlich besonders gut anfühlen. Über diese Taste können wir einmal unseren Bordcomputer bedienen. Bei einem Druck schalten wir hier durch die verschiedenen Menüs durch und sehen dann wieder unseren Kilometerstand. Hier könnt ihr einmal das Nebelschlusslicht und die Nebelscheinwerfer einschalten. Auf der rechten Seite gibt es die Möglichkeit, euren Tageskilometerzähler zurückzusetzen, indem ihr hier die 0 gedrückt haltet. Und dann ist das alles weg. Hier lässt sich von Meilen auf Kilometer und zurückschalten und einmal Trip A oder Trip B. Clear bedeutet, dass wir einmal wieder zurück aufs Menü gehen oder etwaige Fehlermeldungen, wie zum Beispiel, dass hier die Beifahrerseitentür noch offen ist, wieder verschwindet. Die Uhr könnt ihr hier über Plus oder Minus verstellen, damit eure analoge Uhr auch immer die richtige Uhrzeit anzeigt. Für die Klimaanlage geben wir im Endeffekt immer nur folgenden Tipp. Stellt eure gewünschte Temperatur ein und drückt auf Auto. Der Wagen macht den Rest. Sollte das aber mal nicht reichen, es euch zu viel oder zu wenig Luft aus dem Gebläse ist, könnt ihr hier mit diesem Regler entweder etwas mehr oder etwas weniger machen. Wenn ihr die Klimaanlage überhaupt nicht haben wollt, könnt ihr sie hierüber natürlich einmal komplett ausschalten oder wenn ihr möchtet, einfach nur den Klimakompressor ausschalten, dann habt ihr nur das Gebläse. Sitzheizung, Warnblinker, Zentralverriegelung, Traktionskontrolle ausschalten, findet ihr hier oben einmal alles in dieser Schalterleiste. Das Schiebedach lässt sich hierüber bedienen. Ein Druck nach hinten, dann fährt uns das Schiebedach ganz nach hinten. Hierüber können wir das wieder stoppen. Drücken wir nochmal, fährt uns das Schiebedach wieder zu. Wenn wir nur die Kippfunktion des Schiebedachs benutzen wollen, halten wir diesen Taster gedrückt und dann haben wir hier das Schiebedach in einer Kippfunktion. Schließen lässt es sich mit einem Druck auf die Taste nach hinten. Über die S-Taste hier direkt unterm Wählhebel könnt ihr den Sportmodus aktivieren, der im Endeffekt dafür sorgt, dass euer Getriebe die Drehzahl länger hält und früher runterschaltet. Dann würde ich sagen, seid ihr nun bestens vorbereitet für euren 308er im Alltag oder auch, wenn ihr euch für einen interessiert, damit ihr gleich wisst, wo ihr was finden könnt. Natürlich steht dieser Wagen hier auch zum Verkauf. Den Link werde ich euch unten in die Videobeschreibung reinpacken.